Du hörst Herzenssache, Projektgeflüster mit Madame Fogana. Der Podcast, der dich nach Ghana mitnimmt. Christine und Bettina erzählen bewegende Geschichten, plaudern aus dem Nähkästchen und teilen persönliche Erfahrungen. Komm mit auf diese besondere Reise. Los geht's! Hallo zusammen, herzlich willkommen wieder bei Madame Foganas Herzenssache. Ich bin Christine. Und ich bin Bettina. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute wieder hier sein können und dass ihr uns alle zuguckt oder zuhört. Und ich habe ja schon, oder ihr habt ja schon in den letzten Folgen mal Happy kennengelernt, die Chefin des Kinderheims in Ho. Und heute soll es auch um das Kinderheim in Ho gehen, weil das gibt es ja schon eine ganze Weile. Und da gibt es auch einige Dinge, die Bettina gerne verändern oder verbessern würde. Auch was es so an ökologischer Verbesserung gibt, an ökonomischer Verbesserung. Und ja, Bettina, leg doch mal los gleich. Und was genau willst du denn da machen? Welche Punkte möchtest du denn verbessern oder verändern? Ja, ich meine, du kennst das Kinderheim ja und ihr alle, das ist ja eins unserer wirklichen totalen Herzensprojekte. Deswegen ist das auch, glaube ich, ganz gut hier aufgehoben bei uns im Podcast. Wie man sich ja vorstellen kann, Christine, ne, wenn du ein Kinderheim hast, da ist einfach immer irgendwas zu tun, zu erledigen. Da gehen einfach auch mit so vielen Kindern einfach Dinge kaputt oder die Welt entwickelt sich auch einfach weiter. Und da gibt's einfach ganz viele Ansatzpunkte, wo wir sagen, wo wir nicht einfach stehen bleiben wollen. Das Kinderheim gibt's jetzt im Prinzip, wir sind im oh Schreck, 13. Jahr, also 2027 haben wir 15-jähriges Bestehen und in 15 Jahren, da ist einfach wahnsinnig viel passiert. Ne? Es haben sich wahnsinnig viele Dinge einfach weiterentwickelt und da wollen wir einfach gerne ansetzen, um moderner zu werden, nachhaltiger zu werden. Die Anzahl der Kinder wird auch immer mehr, leider. Ne? Wir haben ja da schon mal in einem Podcast uns auch darüber unterhalten, wie sehr Covid da negative Auswirkungen einfach auch auf die Gesellschaft hatte und was das für eben arme Familien und Kinder einfach auch bedeutet hat. Apropos Nachhaltigkeit, was genau denkst du denn, also ich meine, bei uns hier spricht man ja groß immer von Wärmepumpe und von Photovoltaik und von Solar und solchen Dingen. Hast du da irgendwas geplant? Ja, du sprichst im Prinzip schon die größeren Sachen an, aber vielleicht, wenn du magst, können wir uns vom Kleinen ins Große sozusagen. Ja, vom Großen ins Kleine. Ja, auch. können wir uns mal dran langhangeln. Was uns halt immer wichtig ist darzustellen, und ich hoffe, das gelingt uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen, also ich hoffe, ihr folgt uns da alle, könnt ihr mal schauen auf Facebook, auf Instagram, wir sind jetzt auch auf LinkedIn, Madame Fogana, wenn ihr das eingebt, findet ihr das. Abgesehen vom Podcast kann man natürlich einfach da auch viel mehr Bilder und Videos und Live-Sachen von vor Ort sehen, und zum Beispiel jetzt am Wochenende habe ich eine ganz tolle Serie gepostet. Worum es ging, war die Herstellung von lokalen Besen. Und zwar aus Palmwedeln. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wo du das letzte Mal da warst. Die fegen ja mit so kleinen Handbesen, die relativ starr irgendwie sind. Und man kann sich ja schon fragen, was ist dieser Pin, sag ich jetzt mal. Ne? Das sind ja so hunderte von so kleinen Stäbchen, die aneinander gebunden werden und daraus wird dann ein Besen. Und jetzt ist die Frage, jetzt frage ich dich mal, weißt du, ich weiß nicht, ob du es jetzt dir angesehen hast auf Instagram und Facebook, hast du eine Ahnung, was da in diesem Besen drin ist? Reisig? Ja? Hätte ich jetzt so spontan gesagt, ja. Wenn man an die großen Palmen denkt und an diese Palmwedel, dieser Palmwedel besteht ja quasi aus einzelnen Blättern, die an so einem dicken Stiel rechts und links abgehen. Und wenn man dieses einzelne Blatt nimmt, kann man das teilen in eine weiche Struktur und den harten Stab, der da in der Mitte ist. Also ich nenne ihn mal Stabkern. Und den nehmen wir raus, einzeln, aus jeder Menge Palmwedelblätter, weil wir eben aus Nachhaltigkeitsgründen auf unserem Kinderheim Land auch Palmen haben,
Zum einen, um Palmöl herzustellen, aber eben nicht dieses Wahnsinnige, damit der Regenwald abgeholzt wird, eben gerade nicht, sondern auch auf nachhaltige Art und Weise. Darüber habe ich auch mal eine Serie gemacht, wie man überhaupt dieses Palmöl nachhaltig herstellt. Und jetzt haben wir die Palmwedel genommen, um daraus Besen zu machen. Also das Okay. klingt Mhm. klein, aber das sind natürlich alles Sachen, die die Kinder in ihrem Alltag, in ihrem Leben später mal einfach total gut gebrauchen können. Ja? Also wie wir Mhm. einfach handwerklich auch zu Hause was beigebracht bekommen, um einfach mal einen Haushalt führen zu können, ist es für die Kinder in Ghana auch wichtig. Und da fangen wir eben an mit diesen ganz kleinen Dingen, sag ich mal. Mhm. Und dann geht's ins, Wollt ihr denn die Besen dann auch verkaufen? Weil ich meine, wenn ihr mehr habt, könntet ihr ja auch eigentlich verkaufen, was dann wieder dem Projekt zugutekommen würde, dem Kinderheim selber, der absolut. Erlös. Mhm. Absolut, genau. Also dieser Gedanke, dass man eben auch Sachen herstellt und sie dann zum Verkauf anbietet, da im Prinzip haust du genau in eine von den Kerben rein, in die ich rein Mhm. möchte. Zum einen sind das diese handwerklichen Erzeugnisse oder was wir eben an Lebensmitteln herstellen. Und da zum Beispiel ein Projekt, das wir jetzt fürs Kinderheim anfangen, ist ein Gewächshaus, Mhm. um Lebensmittel vor Ort selbst herzustellen. Wir haben ja schon ein großes Farmprojekt, was aber Mhm. einfach im Umbruch ist, weil wir schauen müssen, wo farmen wir, also wo stellen wir jetzt oder wo farmen wir Mais? Wenn ich sage Lebensmittel herstellen, dann hört sich das gleich so industriell an, ne? Aber auf Ja. lokaler Mhm. Ebene. Ne? Wo Mhm. haben wir zum Beispiel eine Maisfarm, wo haben wir eine Okrafarm? Und da wollen wir einfach noch näher ans Kinderheim dran und Gemüsesorten zum Beispiel ziehen, die wir dann auch entweder verkaufen können, genau das, was du eben sagst, um Mhm. mit dem Geld, weil wir brauchen eben auch, klar, Lebensmittel sind super, Lebensmittelspenden sind super fürs Kinderheim, aber die brauchen auch Anziehsachen und Schuhe und eine neue Matratze und Und die Schulzeug, müssen ja mal zum klar. Mhm. Arzt und so. Ne? Wir haben Ja. einen kleinen Jungen, von dem wir auch mal erzählt haben, allein, also die hat ganz schlimme Verbrennung gehabt, der Arm war gebrochen, weil er so stark misshandelt wurde. Allein das Kind hat jetzt uns schon 5.000 € gekostet. Ne? Also Ja, einfach an klar. Mhm. Behandlungskosten. Und diese Gelder Kosten. müssen ja auch irgendwo herkommen. Ja. Und da ist eben ein Gewächshaus ein Ansatz fürs Kinderheim, den wir Mhm. jetzt verfolgen, um zu schauen, dass wir entweder gegensaisonal anbauen. Also es gibt natürlich in den Tropen, wie es bei uns auch eine Erntezeit gibt, jetzt ist Kirschenzeit, jetzt ist Pflaumenzeit und so weiter. Ja, Das ja. haben wir in Mhm. Ghana auch. Mit eben unseren lokalen Gemüsesorten zum Beispiel. Es gibt eine Zeit, wo es immer Tomaten gibt. Da brauchst du keine Tomaten verkaufen, weil die kauft dir keiner ab, weil jeder Tomaten hat. Aber es gibt eben eine Zeit, wo es keine gibt. Mhm. Und da könnten wir mit einem Gewächshaus reingehen und da quasi ne, auf den Markt kommen und saisonal anbauen, aber eben auch Mhm. Sachen anbauen, zum Beispiel, die wir dann im Kinderheim selber zum Kochen und zum Verbrauchen. Ja, ne, ja. verbrauchen Mhm. können. Ist schon Genau. klar. Also so ein Gewächshausprojekt ist eins der nächsten größeren Ansätze, die wir haben, entweder oder auch auf dem Land des Kinderheims, weil wir einfach da auch viel Platz haben. Mhm. Zusätzlich würden die Kinder eben auch lernen, wie man sich um Pflanzen, um Gemüse, um Lebensmittel kümmert. Und das ist einfach Ja. was in Ghana sehr hilfreich ist, ja. Wenn du Mhm. weißt, wie man bestimmte Sachen anbaut und so ein Gewächshaus, da reden wir eben natürlich nicht von, ihr dürft jetzt nicht im Kopf haben, hier so Holland, so 6.000 Quadratmeter Ja, ja, riesen schon klar. Ne, Gewächshaus, ne? mehr so im mittelgroßen Stil. Also nicht ganz so klein wie 'ne Familie, aber halt auch nicht so riesig, ist schon klar. Also was Genau. einfach noch zu händeln ist und was einfach dann wo man auch, lernt, wie man damit umgeht, ist klar. Genau, genau. Mhm. Also zum einen, dass man eben da dieses Wissen weitergibt, Mhm. dass die Kinder und Jugendlichen das lernen. Ich hab zum Beispiel mit meinem Großvater auch ein Gewächshaus gehabt. Damals, als ich noch klein war, hatte der ein Gewächshaus. Meine Oma wollte es allerdings weniger für Lebensmittel. Also ich kann mich auch an Tomaten und diese üblichen Sachen erinnern, aber sie wollte halt gerne ihre Begonien da drin haben. Aber nichtsdestotrotz war das einfach auch eine tolle Sache, an die ich mich als Kind total gerne erinnere, Mhm. wie ich da Handschuhe anziehen durfte und da einfach Sachen mitmachen konnte. Und so geht's unseren Kindern ja auch, so geht's jedem Kind. Ja, Ja, ist die klar. die Mhm. wühlen gerne rum
und gucken und Ja, was man da wenn man dann machen kann. wenn man dann was gießt und sieht, wie das wächst und was man dann erntet und wie das dann schmeckt und so. Also, das ist schon eine tolle Erfahrung für ein Kind, ist ja ganz klar. Ja, Mhm. das ist Mhm. eben eine Sache, die wir am Kinderheim machen, in kleinerer Form und dann eben auf Land, das wir auch in Kumasi haben, wollen wir eben größere Gewächshäuser bauen, damit wir da eben Gemüse und also ich sag mal Lebensmittel im weitesten Sinne anbauen können, was dann zum Beispiel auch unserem Schulspeisungsprogramm zugutekommen Mhm. könnte oder wo man es eben einfach dann wirklich antisaisonal, antizyklisch, ne, Ja. verkaufen kann, um einfach mit Mhm. diesem Geld die Kinder auszustatten. Ne? Weil, wie Ja, ja, gesagt, wir klar. haben es seit Anfang an Mhm. erwähnt, so ein Kinderheim ist einfach auch wahnsinnig teuer, weil die Kinder einfach nichts haben. Ne? Ja. Also dieses Gewächshausprojekt ist ein Ansatz zum Beispiel, den wir jetzt machen, wo wir uns auch wahnsinnig dann einfach über Spenden freuen, damit wir das eben umsetzen können. Ne? Mhm. Mhm. Und es eben Und was nachhaltig macht ist. also, dann das ist jetzt, okay, also, das ist ja schon mal die Besen und dann ist es das Gewächshaus. Und dann gibt's ja vielleicht noch was, wo man sagt: „Ach, ich will jetzt was für die Kinder noch direkt machen“, weil ich glaube mal, Spielsachen und solche Geschichten, das wird ja auch immer was auch ramponiert wird, weil es ja viel beansprucht wird. Und ich glaube, da ist es ja mit dem Spielplatz irgendwie auch so, dass da auch eine Renovierung stünde. Ja, wir haben mit der Stiftung Sternstunden einen kompletten Kinderspielplatz gemacht und auch einen kleinen Kindergarten für eben diese ganz kleinen Kinder, die wir seit Covid bei uns haben und manche sind von denen einfach nur Gott sei Dank kurze Zeit bei uns, weil sie dann eben weitervermittelt werden können in Familien. Da haben wir so einen Kindergarten, damit sie einfach auch, wenn es regnet und so einfach mal spielen können. Die Mhm. anderen Kinder gehen ja, wisst ihr, alle in ganz normale Schulen Schulen. in Ho, damit sie in einer ganz normalen Gesellschaft nicht abgesondert in einem Kinderheim irgendwie in eine Schule gehen, sondern wirklich in eine staatliche Schule, in eine Schule, wo einfach ganz normal die Gesellschaft einfach die Mhm. Kinder hinschickt, genau. Und der Spielplatz davor, da haben wir so einen bestimmten Boden. Wir nennen das Sawdust. Das ist im Prinzip so, also es ist kein Staub, sind schon größere Partikel, die in so Schreinereien anfallen. Vielleicht kennst du daraus, also so eher, Mhm. es sind keine Späne, also keine Hobelspäne, aber Ne, ja, sowas eher mehr so dazwischen. Sägespäne wahrscheinlich. Sowas in der Art, genau, aber eben nicht so spitz, damit man, wenn man da drauf fällt, Ist sich schon dann klar. eben nicht in Splitter reinhaut. Ne, mehr so Genau, und Pulver. Mhm. da haben wir jetzt nach vielen Jahren einfach mit Regen und Wind und ich meine, du kennst die Wettergegebenheiten einfach. Mhm. Genau, da brauchen wir einen kompletten neuen Belag einfach für den Mhm. kompletten Spielplatz, damit die Kinder, wenn die fallen und so, einfach weich fallen. Genau. Ja, ja. Und da Wie groß ist der Platz? Also, wie viel Quadratmeter hat es, oder? ich werde immer Quadratmeter gefragt und auch Kilometer. Also was messen wir da gar nicht. Der ist schon ganz schön groß. Also da sind viele Kletter. Müsst ihr euch mal, wir verlinken euch die Webseite einfach hier am besten. Dann könnt ihr euch ein Video Aber anschauen, wie vielleicht groß oder der du ist. kannst es vielleicht sagen mit einem, Fußballfeld, ein halbes Fußballfeld, ein Viertelfußballfeld, ein Ja, so Achtelfußballfeld. zwischen einem Viertel und einem halben würde ich jetzt ungefähr sagen. Ja, das ist gut. Ah, Genau, okay. da Mhm. kann man sich auch vielleicht besser vorstellen. Das ist eine gute Idee, genau, Ja, ja, Christine. weil mit Fußballfeldern wird sonst auch immer in den Nachrichten und so werden auch immer so Flächen gut mit Fußballfeldern verglichen, dass man das sich das besser vorstellen kann. Ja, so Mhm. zwischen einem halben und einem Viertel Fußballfeld, genau. Und da Mhm. haben wir auch schon, weil es eben eine dringende Sache ist, damit die Kinder einfach da sicher spielen und toben können. Die schaukeln da natürlich auch wie die Wilden. Ich meine, ist klar. Da brauchen wir ungefähr 20.000 Cedi, um Mhm. das komplett fertig zu Wie machen. viel Euro Also sind das sind, das? ja, ich sage jetzt mal circa 2.000. So, etwas Mhm. weniger, da kommt es dann einfach auf die Tauschrate an, vielleicht so 1.800 oder so. Ja. Mhm. Dieser bestimmte Bodenbelag, den gibt's nämlich nicht überall, den haben nur bestimmte Schreinereien. Mhm. Stichwort, der ist ein bisschen weicher und so Mhm. und der muss von relativ weit weg einfach hergebracht werden nach Ho. Und da ist der Bodenbelag ist gar nicht so teuer. Es ist einfach der Transport, weil wir da einen großen LKW voll beladen müssen, damit der einmal kommt und das dann abkippt. Gibt, Genau. ja, Also genau. wenn Und da vor jemand Ort, wer Interesse bringt es dann hat, aus oder wer macht es dann vor Ort? Wer bringt es aus dann, diesen oh Boden? wir mit unseren Besen und wir haben da Haken und so, da wird das einfach
verteilt. Okay. Das ist jetzt nicht ein Das ist nicht großes Problem. Nein, ist nein. kein großer technischer Aufwand, dass man da einen Untergrund schaffen muss und was weiß Nein, ich, nein. Das ist sondern ja das wird alles dann schon einfach da, nur einfach über die Jahre, es ist halt der Boden, ich sag mal, abhanden gekommen, ja, ist schon klar. weggewaschen, Also, weggeweht. man muss es sich vielleicht vergleichsweise so wie 'n Sandkasten vorstellen, oder? Dass Ja, man das genau, durch den Wind wird es abgetragen und durchs genau. Treten und so. Ja, alles klar. Das ist Mhm. so das ist 'n gutes Beispiel. Da muss man einfach ab und zu mal neuen Sand reinmachen. Und in dem Fall wollen wir eben keinen Sand, weil dann hast du Sondern den überall, diesen vor allen Dingen in den Haaren und so kriegst du den da gar nicht mehr raus. Genau, da gibt's eben so einen bestimmten Bodenbelag, der auch mhm. natürlich ist, wo eben keine Giftstoffe und so was alles drin ist, ne, wo weil wir da natürlich auch drauf achten. Das ist so Ja, ein ist schon Projekt, klar. wo wir uns auch total über, Hilfe freuen würden. Ja, weil einfach das Mhm. eine ganz konkrete Sache ist, für die Kinder, die wir durchführen könnten. Genau. Ja. Und dann sind wir doch wieder bei dem Energiesparmodell Ja, mit ja, dem Solar der und leidige so. Strom. Genau, weil das ist ja auch immer was für mich, wo ich mir denke: „Oh mein Gott, in ganz Afrika könnte man so viel machen, die haben doch Ja, dauernd Sonne." Und, ja, gerade weil die Stromversorgung da ja so unregelmäßig ist und immer weil die wieder ausfällt und so weiter, wäre doch das sicher eine Alternative, dass man das auch bei Inho macht. ja, absolut. Da haben wir auch, mehrere Firmen kommen lassen, um die Kostenvoranschläge einfach zu Vergleichen? vergleichen, um zu schauen, wer da was anbietet, weil viele von euch wissen das. Wir haben ja quasi, Madame Fogana hat quasi eine eigene Baufirma oder wir sind quasi eine Baufirma, salopp formuliert. Wir haben halt die ganzen Facharbeiter, weil wir ja alle Projekte selber machen. Wir Mhm. bauen ja alles selber, also Schulen, Krankenhäuser, Kindergärten, Wasseranlagen und so weiter, Toiletten, bauen wir alles selber mit unseren Maurern, unseren Schreinern und so weiter, damit wir eben nicht eine Firma beauftragen müssen, die dann einfach zusätzlich nochmal Gewinn machen will. Ne? Und deswegen können wir unsere Projekte ja immer so sehr kostengünstig machen, einfach weil wir da keine Gewinnmarge drin haben. Von uns will keiner Gewinn machen. Wir wollen einfach schauen, dass das realisiert wird. Bei so einer Solaranlage sind wir da einfach eingeschränkt, weil das natürlich Profis machen müssen, damit das eben genau korrekt Mhm. ausgerichtet wird und so Mhm. weiter. Und da haben wir mehrere eben kommen lassen und warten jetzt auf den finalen Kostenvoranschlag. Die haben halt die Dächer vermessen. Da haben wir jetzt vor, die Dächer komplett erneuern zu lassen. Also auch nach das Kinderheim, wie gesagt, wir sagten, wir sind fast 15 Jahre alt. Da muss einfach mal ein neues Dach her. Also nicht ein komplett neues Dach, das Holz und so weiter ist alles noch gut, aber das Wellblech, was oben drauf ist und manche Sachen müssen einfach ausgetauscht werden, ne? Weil wir da ganz andere Naturgewalten haben, die an so einem Dach zerren. Mhm. Und während Mhm. wir das machen, möchten wir einfach dann Solar oben auf das Dach drauf machen, damit eben die Gebäude autark sind, weil wir halt so viel Stromausfall haben und dann geht halt bei uns nichts. Mhm. Ähm, und wenn wir da autark werden, das wäre natürlich total super. Ja, wenn du Ja. da einfach Mhm. unabhängig bist, ne? Weil ihr habt ja dann auch Abgesehen, wahrscheinlich 'n Speicher, also nicht, also bei uns ist es ja so, dass man ja 'n Speicher hat und dann sagt: „Okay, ich brauche so und so viel und das speichere ich und alles, was ich zu viel habe, speise ich ein ins allgemeine Netz." Aber bei euch ist es ja wahrscheinlich so, dass ihr das nur für euch selber verbrauchen werdet. Ja, weil bei uns genau. kriegst du dann auch ein bisschen Rückvergütung von der Stadt oder vom Staat und das Ja, ist ja ja, bei euch alles anders. Also, da ist ja. es ja so, dass ihr das dann wahrscheinlich Für uns selber ist es so alles verbraucht. ausgelegt, dass wir quasi autark werden und uns eigen versorgen können. Aber du Mhm. sprichst da eine Sache an, die mir immer so auf der Seele drückt, weil genau dieses Speicherproblem ist halt auch ein großes Problem. Mhm. Denn es werden da, also Mittel der Wahl sind einfach Batterien. Deswegen bin ich einfach, was Solar angeht, einfach kritisch. Das ist leider nicht alles Gold, was glänzt, weil eben dieser Speicher, ne, also Solar an sich, wenn wir nur das betrachten, ist super. Ja. Aber es muss halt gespeichert werden. Und in diesem Speicher liegt bei uns halt die Krux. Das ist das Problem. Was machst du dann halt mit so einer Batterie, wenn sie nicht mehr gebraucht wird? Ne? Ähm, Mhm. wo willst du sie hingeben? Es gibt kein Recycling, was das angeht. Oder es steckt noch also mir ist nichts bekannt in Mhm. der Volta-Drin, Ne, dass ne, irgendjemand ja. solche großen Batterien recycelt. Gerne meldet euch, wenn ihr einen kennt, her damit. Ich freue mich da über Kontakte und Telefonnummern. Aber es ist einfach nicht flächendeckend und schon gar nicht in den Dörfern. Und dann hast du Solar, was super ist.
brauchst es aber eben natürlich dann gerade bei uns, 6 Uhr geht die Sonne unter, dann ist es super, wenn du dann Licht hast und Strom und so weiter. Und dann hast du die Batterien und das ist einfach das, was schwierig ist. Es gibt ja jetzt den Ansatz mit Wasserstoff. Aber das steckt auch noch jetzt in unseren Gefilden einfach in den Kinderschuhen. Und auch da würde ich mich freuen, wenn vielleicht, ne, du kennst mich ja, ich glaube nicht an Zufälle, vielleicht hört ja jetzt jemand diesen Podcast und sagt, wir haben da eine komplett ausgereifte Technologie für so kleine, ich sag mal, Nutzer, wie wir das hier sind. Wir haben ja keine Riesenfabrik da, die Stahl herstellt oder so. Also ihr mit euren paar Glühbirnen, sage ich jetzt mal, und euren Computern und Steckdose und diesen kleineren Abnehmern, ja, abgesehen wahrscheinlich von einem Bügeleisen, was ziemlich viel zieht, und einen Wasserkocher und die Kühlschränke und Gefriertruhe, haben wir ja keine Riesenverbraucher in dem Sinne. Falls es jemand hört und der sagt, Mensch, Bettina, wir können das hier mit Wasserstoff, können wir euch machen, meldet euch, würden wir uns total freuen. Ne? Also, aber das ist eben ein Ansatz, Christine, der einfach auch jetzt nach 15 Jahren immer mehr in den Fokus rückt. Die Welt bewegt sich halt weiter und wir halt auch mit ihr. Ne, du kennst uns ja. Wir versuchen immer ganz vorne dabei zu sein, wenn es neue und aber man will ja auch dann verbessern. Ja, man will ja auch dann den Status quo, der ja noch nicht so optimal ist wie eben gerade mit dem Strom. Da will man ja dann auch was verbessern, dass man durchgängig Strom hat, was für uns heute hier in Deutschland völlig normal ist oder in Europa oder in Amerika auch. Aber bei euch ist es eben nicht normal. Ja, und das ist halt dann, ist natürlich schon ein Thema. Also wir haben quasi, Lebensmittelunabhängigkeit durch Treibhaus, also Gewächshaus. Genau, Gewächshaus, genau. Genau, dann den Spielplatz mit seinem Boden und das etwas größere Projekt mit dem Solar. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst, was du da noch so im Hinterkopf hast? Was wir auch noch machen, ja, du kennst uns ja, wir stoppen nicht. Eine große Sache, die wir jetzt anstreben, ist diese ganze Plastikgeschichte, die ja auch nicht neu ist, die wir ja hier auch schon überall in Deutschland, in Europa, in Afrika und wo auch immer im Thema haben. Aber die Frage ist ja, wie kann ich als Einzelner, ich als Organisation und was können wir einfach besser machen? Und da besinnen wir uns jetzt auch schon seit längerem mit der Hilfe von eben unseren ganzen einheimischen Mitarbeitern darauf, Plastik oder dieses Single-Use-Plastik, also Plastik, das man nur einmal verwendet, Plastiktüten, diese Plastiktütchen und diese so weiter. Tüten, ja, das ist mir damals auch aufgefallen. Ganz die schauen so furchtbar aus, also für alle, die uns jetzt zuhören aus Deutschland und schon älterer Generation sind, Sunkist, könnt ihr euch noch an diese dreieckigen Sunkist erinnern? Und genau so ist es da mit Wasser. Und überall fliegen diese Tüten rum. Also die Tüten sind relativ dünn, ja, also fast so ähnlich wie diese Gemüsetüten, die es in den Supermärkten gibt. Und das habe ich damals schon ganz wahnsinnig gefunden, weil das wird ja überall verkauft, wird überall getrunken und diese Plastikdinger, die fliegen irgendwo in der Gegend rum. Also das ist ganz extrem. Ja, und da eben wollen wir unseren Beitrag leisten und was man eben auch bei uns nicht vergessen darf, wir arbeiten halt im ganzen Land überall und wir genießen eine sehr hohe Referenz und ein sehr hohes Ansehen. Einfach auch unsere Mitarbeiter, weil wir eben seit 25 Jahren konsequent Dinge durchführen. Bei uns fällt nichts hinten rüber, die Leute sind involviert. Wir haben halt einfach eine Herangehensweise, die wir über mehr als 2 Jahrzehnte jetzt schon entwickelt haben. Und wir kriegen Leute an Bord, die sonst sagen würden, weiß ich aber nicht und es ist so schwierig und dann das typische Argument, haben wir nie so gemacht und so. Und auf uns hören die halt. Und ich meine nicht, auf uns hören die halt. Jeder, der uns kennt, der mich kennt, weiß, ich meine das nicht, wir wissen alles besser, weil wir kommen aus dem Ausland und wir wissen alles besser. Nee, wir hören halt den Leuten zu und können ihnen Tipps geben und uns einbringen, da genau, wo sonst eben keiner ist und keiner so nah an den Menschen arbeitet wie wir. Ja, es wird alles ausgedacht, ne, an den großen, wir sagen immer an den großen grünen Tischen, ne, aber es dann wirklich zu implementieren in den Dörfern, den Leuten das in ihrem Alltag zu ermöglichen, nahezubringen, darauf kommt es ja an. Ja? Weil die Veränderung fängt ja bei jedem an, jeder einzelne Person. Ne? Ja, und mit dem Plastik, wie willst du das in den Griff kriegen oder was willst du da verändern?
Also, das ist, manchmal denke ich so, wir erfinden ja gar nichts Neues, sondern wir bringen Sachen zurück oder wir richten den Fokus auf Dinge, die es schon gibt. In Ghana zum Beispiel, du kennst es, die ganzen lokalen, ich nenne sie jetzt Klöpse, damit unsere Zuhörer, die sich mit dem ghanaischen Essen nicht so auskennen, sich was vorstellen können. Also stellt euch einfach so einen Knödel vor, ja, ein bisschen größer oder einen Klops oder so. Die werden alle in Plastik eingepackt, ja. Fufu, Banku, Akple, alles Reisballs, alles, was man so kaufen kann, ist in diese unsäglichen kleinen Plastiktütchen, wir heißen die bei uns Butterbrotbeutel, so Tütchen, eingepackt, alles in Plastik, ne? Recycling kommt, klar, aber steckt in Kinderschuhen und wir reden ja alle, klar, Accra, Kumasi, das sind die großen Städte, aber Ghana besteht nicht aus Accra und Kumasi, das besteht aus 99% Mini-Dörfern, kleinen Städtchen und Gemeinden, wo es sowas gar nicht gibt, aber trotzdem jeder Banku ist in dieser unsäglichen Plastik eingewickelt, abgesehen davon ist das Plastikgiftzeug in das Essen diffundiert, habe ich dann auch diese Plastiktüte. Man kann das total super einwickeln, nämlich in Blätter. Und das haben die Alten da in Anführungsstrichen immer schon gemacht und dieses Wissen ist da. Und wir verbreiten das jetzt wieder. Ne? Also bei uns im Kinderheim schauen wir, dass wir die ganzen Lebensmittel eben in diese lokalen Blätter einwickeln. Und man muss sagen, es schmeckt auch noch viel besser, weil es einfach so gedacht war. Ne? Dieses Gericht war einfach so gedacht. Und jetzt kannst du dir gar nicht vorstellen, wie schwierig das ist, teilweise diese Blätter, also diese Pflanzen, wo diese Blätter ja dran wachsen, zu bekommen, weil einfach dieses Wissen auch verloren gegangen ist. Ne? Und irgendwann war die Welt ja mal so, wir waren alle so happy, dass wir Plastik hatten. Und wir waren alle so happy, dass wir Plastiktüten hatten. Ne? Früher sind wir selber alle noch mit dem Henkelmann zur Arbeit gegangen. Ich hatte noch eine Pausenbrotdose, die immer wieder verwendet wurde, aber keine Plastiktütchen. Ne? Das sind alles so Sachen, wo wir konkret was machen können und einfach auch ja als gutes Beispiel vorangehen. Unsere Kinder gehen in ghanaische Schulen. Wenn die jetzt nicht mit dem Ding in Plastik eingewickelt kommen, sondern in dem Blatt, ist das ein Gesprächsthema? Kann man das Gespräch darauf lenken? Kann man sagen, wir machen es jetzt so? Sprich doch mal mit deinen Eltern, dann haben die vielleicht irgendwo noch eine Großmutter oder die Mutter oder so weiß das auch und sagt, ja, kenne ich, klar, können wir machen. Also ne, einfach hört sich jetzt blöd an, mit gutem Beispiel vorangehen, nicht im Sinne von, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern einfach Wissen, das da ist, wiederzubringen und die Leute zu involvieren. Ja, und ihnen andere Möglichkeiten aufzuzeigen. Ja, jetzt weiß ich nicht, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ah ja, wie ist es denn grundsätzlich bei euch mit Mülltrennung? Also macht ihr das in Ho? Und wenn ja, wie wird das dann denn recycelt? Also ich meine, beim Biomüll, da ist es noch einfacher, das kann man ja kompostieren. Aber was ist jetzt mit Papier oder mit Glas oder eben auch mit Plastik? Weil selbst wenn ihr sagt, ihr wickelt das jetzt anders ein, könnt ihr ja wahrscheinlich auch nicht alles einwickeln. Also es wird wahrscheinlich auch was ihr kauft, einfach woanders her verplastifiziert. Und da muss es dann auch irgendwie entsorgt werden? Wie ist das denn? Gibt es so gar nicht, aber wir haben jetzt ein Team rausgeschickt, die rumgefahren sind und eben jetzt schauen, wo ist Wissen vorhanden. Gibt es Recyclinganlagen? Wenn ja, wie kann man mit denen zusammenarbeiten? Wie recyceln die? Was recyceln die? Das ist jetzt gerade einfach Thema und Gott sei Dank Thema, auch in den größeren Medien. Aber es ist natürlich total toll, wenn die Leute sich dafür entwickeln. Und natürlich, klar, Millionen Menschen in Accra sind natürlich auch eine gute Zielgruppe. Wir dürfen aber auch einfach das Land nicht, also das Land im Sinne von ländlich, nicht vergessen und nicht abhängen, weil da wohnen auch 80% der Bevölkerung. Ne? Ja, das ist eben, sind alles Sachen, wo wir lokal mit den Leuten vor Ort arbeiten, um da einen Wandel Hand in Hand mit, jetzt hörst, wenn du all das wieder aufzählst, was wir jetzt alles machen, auch unser Bambusansatz nur mal als Stichwort hier reingerufen, ja. Man kann ganz viel machen, wenn man eben diese ganzen einzelnen Projekte zu einem großen Ganzen entwickelt. Und das können wir eben, weil wir überall sind, weil wir extrem gut vernetzt sind und überall Mitarbeiter haben. Und überall Leute haben, die schon mit uns zusammenarbeiten und auf unser Wissen auch einfach vertrauen und wissen, wenn wir ihnen was vorschlagen, hat das Hand und Fuß. Wir sind nicht wach geworden, haben gesagt, oh ja, jetzt können wir hier mal die Welt ändern.
setzen den Leuten was vor, mit dem sie gar nichts anfangen können. Dann das ist halt leider immer noch häufig so. Ja, Ne? das ist ganz klar. Ja. Ja, also da ist viel zu machen, Christine, und ich würde mich freuen. Wir haben ja einen ganz tollen Film auch über das Kinderheim Ho gemacht. Der ist gar nicht lang, ich glaube noch nicht mal 2,5 Minuten. Also jeder, der hier den Podcast hört, den würde ich bitten, einfach mal diese 2,5 Minuten uns seiner Zeit zu schenken. Das verlinken wir euch unten. wieder, dann könnt ihr gleich unten draufklicken. Genau. Das ist was ich euch einfach ans Herz legen würde, und dann auch die Webseite. Und ihr könnt euch gerne bei uns melden, wie immer. Also für den Podcast, wenn ihr Vorschläge, Themenvorschläge habt, irgendwas, was wir besser machen können, was wir nicht gut genug machen, was wir vergessen, meldet euch podcast@madamfo-ghana.de. Und Wir ansonsten freuen uns besucht ihr über unsere jede Website. Zuschrift, egal was es ist. Wir Ja. freuen uns auch über Themen, wo ihr sagt, das interessiert mich noch, was macht ihr da oder welches Thema zu Ghana grundsätzlich. Also meldet euch einfach, wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der uns schreibt. Ja, absolut. Da sind wir heute wieder weit gereist, aber es war schön, einfach kennst mich, über das Kinderheim rede ich auch einfach so gerne, weil das ein ganz, ganz tolles Projekt Ein ist. besonderes Anliegen ist. Ja, Ja, und das verstehe bringt halt ich. so konkret Zukunft für diese jungen Menschen. Jetzt vor kurzem hat erst eine ihre Zeremonie gefeiert. Sie ist jetzt fertige Modedesignerin. Die ist vor 6 Jahren zu uns gekommen, schwer missbraucht, schwer misshandelt, hat ihren Weg gemacht und ist jetzt, hat ihren eigenen Beruf, kann ihr Leben natürlich, klar, so eine Vergangenheit vergisst du nie, aber du hast einen Ausblick, du hast eine Zukunft, ja, du bist nicht alleine, und deswegen ist dieses Kinderheim einfach eine totale Herzenssache, weil ich sag ja immer, ne, jeder Einzelne, dem wir helfen können, ist nicht verloren. Das gilt hier für uns in Deutschland, das gilt für überall auf der Welt. Ja, genau. Und man kann einfach nur das machen, was man in seinem Mikrokosmos machen kann. Man kann natürlich immer sagen, ja, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja gut, aber der eine Tropfen bewegt auch schon was. Ja? Genau, und wenn du der In eine diesem heiße Sinne. Stein bist du sehr froh, dass sich jemand gekümmert hat. Genau, ja, genau, da gebe ich dir recht. Ja, ihr Lieben, das war's wieder für heute mit Neuigkeiten vom Kinderheim in Ho. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Für heute verabschieden wir uns, wünschen euch eine gute Zeit bis dahin. Alles Liebe, macht's gut. Tschüss. Ihr Lieben, ciao.